Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Playmocast. Hallo Philipp. Hallo Lars. Wir sind jetzt mittlerweile in der 9. Folge unterwegs und haben eigentlich auch ein relativ spannendes Thema mitgebracht, würde ich mal sagen. Worum geht's denn heute? Wir sprechen heute auch wieder über Playmobil, tatsächlich. Also. Das ist überraschend für viele. Ja, genau. Heute dreht sich alles um den Hund, der aber auch sprechen kann, auf 2 Beinen geht. Also Lassie ist schon mal raus, ne? Lassie ist raus, genau. Der gerne isst, glaube ich auch, ne? Der isst gerne, oder? Der isst sehr gerne, ja. Der isst sehr gerne. Der hat einen Kumpel, der genauso ein Schisser ist wie er selbst. Der heißt Shaggy. Genau. Ja. Und in ihrer Freizeit decken sie gerne mysteriöse Dinge auf. Als Fünfer-Team. Und zwar geht es um Scooby-Doo. Ich wollte gerade sagen, genau, es geht ums A-Team. Ja, aber hast festgestellt, nee, waren doch 4. Oder warum ist BA doppelt so groß? Nein. Nee, das war ja nicht BA, das war ja Mr. T. Mr. T war ja ein bisschen ständiger. Mr. T. Genau. Aber BA ist ja, ne? Mr. T? Ach, okay, gut. Das war übrigens auch divers. Obwohl es ein bisschen klischeehaft mit dem ganzen Gold war. Aber lass uns mal zurück zum Hund kommen. Ja, heute geht es um Scooby-Doo und um deren Abenteuer oder zumindest um die Abenteuer von Scooby-Doo und seinen 4 Freunden. Ja, viele kennen Scooby-Doo noch aus den Fernsehserien von damals oder aus der einen Fernsehserie von damals. Philipp, jetzt haben wir ja so ein bisschen Recherche betrieben. Wie lange gibt es denn diese Fernsehserie schon? Also ich glaube, das gibt es schon seit mindestens 69. Da ging es los. 1969 kam die Serie ins Fernsehen und wurde für den Samstagvormittag quasi erschaffen, für die Samstagvormittag-Unterhaltung für die Kinder. Und war, glaube ich, muss man sagen, Philipp, eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Ja, ich kannte sie ja auch nur aus meiner Kindheit, ne? Also ich kenne es auch aus dem Trickfilmbereich. Weiß ich nicht, wann das da lief, aber man seppte ja damals durch bei seinen 5 Sendern, die man da hatte, und dann wird es irgendwie bei RTL 2 morgens gelaufen sein, keine Ahnung, ja. Dass das schon so lange zurückliegt, habe ich gar nicht gewusst. Also, dass es die schon so lange gibt. Und so wie wir es gesehen haben, also hätte das nicht jemand aufgeschrieben für uns, wüssten wir es ja auch nicht, war ja Scooby-Doo mit den ganzen Trickfilmen, die da über die Jahre entstanden sind, und was ja sehr, sehr viele waren, so viele einzelne Einzeltrickfilme oder Folgen, dass sie sogar mal auf Platz 1 waren der meisten Folgen und sogar die Simpsons abgelöst hatten. Ja, wusste ich auch nicht. Ist ein wichtiger und witziger Fakt auch, finde ich. Also hätte ich niemals gedacht, dass die Serie einfach so groß war und das, was wir damals im Fernsehen gesehen haben, dass das einfach so eine große Bedeutung hatte und halt einfach so viele Geschichten waren, die da passiert sind. Und ja, ich glaube, ganz grob zusammengefasst, also ich bin da jetzt nicht so der Fachmann, also ich bin alles andere als ein Fachmann, weil ich komplett keine Ahnung habe von den Sachen, die da passieren, also nur ganz grob. Kann mich da auch nicht mehr so an die großen Inhalte von früher erinnern. Weiß nicht, wie es da bei dir ist. Ja, so richtig auch nicht mehr, ne? Ich meine, wir hatten ja gerade schon den Vergleich vom A-Team, der ist ja so ein bisschen passend, ne? A-Team fährt ja auch durchs Land und kommt aus irgendwelchen Situationen, kommen da halt hin und stellen dann fest, hier braucht jemand Hilfe, sind ganz hilfsbereit und klären das auf. Und so war es ja, glaube ich, mit denen auch, ne? Also die fahren irgendwie durch die Gegend mit ihrer Mystery Machine, ihrem Van, etwas bunter als schwarz mit roten Streifen. Ja, viele Farben. Viele Farben. Aber gut, 69, Hippie-Zeitalter. Wir kommen ja gleich nochmal zum Artikel und dann gucken wir drauf, ob da Blumen drauf sind oder nicht. Was die Designer damals dazu bewogen hat, den so zu gestalten, wissen wir auch nicht, aber was soll's. Auf jeden Fall kommen die denn dahin, stellen irgendwie fest, aha, hier hat jemand ein Problem, irgendjemand wird hier von, oh Wunder, irgendwelchen Geistern oder mysteriösen Sachen behelligt. Die denken dann natürlich, das kann ja alles gar nicht sein. Geister kann es ja nicht geben und wir klären das mal auf. Dann sind sie ja so ein bisschen Teil des ganzen Spuks. Das Team hat so ein bisschen verschiedene Charaktere, ne? Den
den, ich sag mal klar, Scooby-Doo mit Shaggy essen beide gerne, glaube ich, Hundeleckerlis, ne? Kann das sein? Genau, die essen diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen die Scoop-Cookies oder so? Also Scoop zumindest, Cookies. ich glaube, die heißen Scoop-Cookies. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Kann natürlich sein, dass die Information hier komplett falsch ist. Und ich glaube, die heißen Scoop-Cookies oder Scooby-Cookies. Ich glaube, irgendwie so war das Ja. miteinander verbunden. Bin Aber mir nicht ganz lassen wir sicher. so stehen, wird ja auch, also passt auf jeden Fall. Auf jeden Fall essen sie die ja gerne und lassen sich auch mit so einem Kram dann immer, glaube ich, Ablenken. ablenken, ne? Ja, ja. Genau. Und der eine springt dem anderen gerne auf den Schoß, ne? Wenn sie einen Schiss haben und so. Also so richtig Genau, genau, das über. machen die oft so, genau. Ja, ja, Bisschen. genau. Ähm, und dann gibt es ja noch diesen wissenschaftlichen Typen, ne? Wer heißt der nochmal? Genau, es gibt Fred, der mit dem weißen Shirt und mit dem roten Halstuch. Ich hoffe, du meinst den Blonden, der damit bei Ja, ist in ja. dem Set. Genau, Fred ist dabei. Und dann haben wir Velma. Velma ist so die intelligente, dieser Nerd, die eigentlich alles weiß, die verdammt eloquent ist und eigentlich auch dann sehr, sehr viele Fälle im Alleingang löst, glaube Ja. ich. Beschreiben wir sie doch mal ganz kurz. Aus meiner Erinnerung hätte ich jetzt gesagt, Bobschnitt, Hornbrille, orangener Rollkragenpullover. So sieht's aus, genau. Ja, Das ist Velma. Velma ist eigentlich ein bisschen zurückhaltend auch, würde, glaube ich, ein bisschen mehr im Vordergrund gerne stehen. Und ja, sie ist halt diejenige, die dann einfach die besten Ideen hat am Ende. Also dieser Gedanke ist dann oft von ihr da, der dann die Fälle löst. Und das ist eine wichtige Funktion bei dem Team. Und dann gibt es noch die zweite Frau oder die zweite junge Frau, das zweite Mädchen. Das ist Daphne. Und Daphne ist in so einem, ja, ist das lila? Ich glaube, in so einem lila Ton gekleidet, ne? Mit roten Haaren. ja. Ich habe jetzt leider keine Erinnerung mehr daran, in welchen, ich sag mal, mit welchen charakteristischen Eigenschaften man die ausgestattet hat. Also, Mhm. damit sie da einen Beitrag zu bringt. Und ich weiß nicht, ob ich ihr jetzt dazu nahe trete, aber war die nicht so ein bisschen, also liege ich da falsch mit die schöne Dumme oder sowas? Ja, ich glaube auch. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also ja, so ein bisschen, ja, naiv vielleicht auch. Naiv, okay. Ich, also ich habe ja, um mich so ein bisschen aufzurüsten für die heutige Podcast-Folge, habe ich vorhin noch schnell den Film geguckt. Aus dem Jahr 2002, glaube ich. Ist ein bisschen älter. Ist auch relativ gut besetzt. Aber halt ein Film, bei dem man sich so denkt, boah, hätte ich mir eigentlich nicht angucken müssen. Hm. Also der war jetzt nicht so richtig cool und da wusste ich dann am Ende auch nicht mehr, ob das der Serie gerecht wird. Also natürlich ist das immer ein bisschen schwierig, wenn eine Traditionsserie aus den 60er Jahren, aus Ende der 60er Jahre dann irgendwie neu aufgelebt werden soll. Und das ist ja dann 2002 passiert und gab, glaube ich, 2003 oder 2004 nochmal eine Fortsetzung. Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber der Film war schon echt Ja, geil. gut, aber ich sag mal, letztlich wurden ja auch in 2010 bis 2013 nochmal über 52 Folgen davon produziert. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie sich an den Folgen von 69 da ranmachen müssen, ne, sondern die hätten ja auch Das wirklich was stimmt. Jüngeres nehmen können. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe sicherlich keine Folge aus 2010 geguckt. Mhm. Das war ja schon ein bisschen, ich wüsste noch nicht mal, auf welcher, ich sag mal, in welchem Block von Cartoons also wir damals eingestiegen sind, als wir noch jung waren, ne? So, das weiß ich nicht, ist Ja, auch egal, aber da hätte man sicherlich, ja, hätte man den Film vielleicht auch anders so schreiben können, ne? Oder mehr am Original und natürlich musste vielleicht da auch ein bisschen was Frisches mit reinbringen. mhm. Genau, aber ich wüsste jetzt nicht, ob man da in dem Film, das ist ja auch eine amerikanische Verfilmung, ne? Genau. Mhm. Ja, jetzt würde ich auch unterstellen, dass in den amerikanischen Verfilmungen die schöne Dumme nicht fehlen darf. Die ist dabei, die ist gespielt von, heißt die Sarah Michelle Gellar? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hm. Hat, glaube ich, Buffy auch gespielt. Kann sein, dass der Name falsch ist. Aber Ach, die ungefähr Vampirjägerin. so. Ja, genau. Ich glaube, das war Ja. Buffy. Hast du Buffy Und geguckt? nee, den habe ich nicht geguckt. Hast du nicht Also nur geguckt? mal in Ausschnitten so vielleicht mal gesehen, aber nie ganz. Also nie so, dass ich mich jetzt irgendwie dran erinnern könnte. Wie sieht's bei dir aus? Buffy-Fan oder? Nee, aber ich musste einfach bloß lachen, als du das wieder bei mir gerade hier in Erinnerung gerufen Ja. hast. Also Xena und Herkules im RTL 2 Sonntagsnachmittagsprogramm. Stimmt, Das gab es stimmt. ja auch alles mal, ne?
gab es alles, ja. Aber Das holen wir natürlich 25 alles Jahre nochmal her, raus. glaube ich, ne? 25 Jahre ist das, glaube ich, ja. Ne? Ja, genau. Ich gucke mal parallel gerade hier Buffy 1997, Buffy im Bann der Dämonen. Oh. Und dann auch so ein Typ, der da nie fehlen darf, wenn man über Sarah Michelle Gellar, glaube ich, spricht. Ich glaube, so ist der Name richtig. Dann spricht man natürlich über den Schönling, den es damals so gab. Und zwar ist das Freddie Prinze Jr. Ich glaube, so heißt er. Okay. Und der spielt dann nämlich auch mit, der spielt nämlich Fred. Und das ist so ein selbstverliebter junger Mann. Also in dem Film, ich weiß nicht, wie es genau Hat er eine in der Serie College-Jacke an? aussieht. Die fehlt da. Ich glaube, in einer Szene ja, aber sonst ist der wirklich so gehalten wie die Playmobil-Figur und die Cartoon-Vorlage. Mhm. Der war damals, glaube ich, fast jedes Mädchen war damals in den verliebt, also zumindest was so meinen Jahrgang angeht. Also ich glaube, Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. waren auch ein Paar. Kann man mutmaßen. Da müssen sie sich wenigstens in den Kussszenen nicht anstrengen, aber hatten sie ja nicht, ne? Das war ja alles bloß Teammitglieder. Genau. Glaub ich. Ja, ja. Ah, Mann, jetzt sind wir aber ganz schön trocken gestartet, ne? Mit so viel Hintergrundwissen. Wird mal Zeit, dass wir uns über Plastik unterhalten. Ja, aber ein bisschen wild gerade. Ja, dann kommen wir mal direkt zur These, die wir vorhin aufgestellt haben. Hat die Mystery Machine aus dem Jahrgang 69 als Hippie-Bus Blumen drauf? Wir müssen feststellen, ja, Hat sie. hat sie. Hat sie. Ja. Und zwar haben wir für diese Blumen, für den Beweis dafür, dass da Blumen drauf sind auf dieser Mystery Machine, haben wir den Artikel mitgebracht. Die Produktnummer ist 70286 und da gibt es eben diese Mystery Machine zusammen mit Velma, Daphne und am Steuer sitzend Fred. Also eigentlich sind alle dabei. Und ja, ist ein ganz gutes Einsteigerset, glaube ich. Philipp, gefällt dir der Bus oder sagst du eher, ja, gibt schon Fahrzeuge vom Playmobil, die ich ein bisschen cooler finde und ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, würde ich das Letztere nehmen, ne? Also, es ist erstmal ein rundes Produkt, aber tatsächlich wüsste ich aus der ganzen Welt, sage ich mal, ne? Aus der ganzen Scooby-Doo-Welt, wäre jetzt nicht so viel, wo ich sagen würde, oh ja, da kannst du mal ein cooles Bild mitmachen oder mal ein schönes Video mitmachen oder so. Also da würde mich jetzt nicht so viel reizen. Genau, also von daher spricht es mich nicht jetzt total an, ja. Und du? Ja, du würdest das umlackieren, von daher. Egal. Ja, aber nicht mal dann. Ich finde, der Artikel ist auch nicht so cool und das Thema ist ein sehr, sehr spezielles irgendwie. Also es ist ein sehr, sehr spezielles Thema und irgendwie brauchst du da irgendwie schon den Zugang zur Serie und ich habe den gar nicht und ich glaube, wenn du den nicht hast, dann fällt es dir schwer und ich weiß nicht, wie das so mit dem Kinderspielzeug ist oder generell so mit Kinderfernsehserien. Da finde ich es ein bisschen schwieriger, die Sachen mit in den Alltag zu integrieren, irgendwie jetzt gerade als Sammler, wenn man erwachsen ist, als zum Beispiel bei den A-Team-Sachen. Die finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Ja, es ist natürlich generell ein bisschen schwer, wenn wir beide das nicht wirklich feiern und keiner kann jetzt irgendwie sagen, hier, du kannst hinten die Türen aufmachen, wirst du sicherlich können, du kannst das und das machen oder das ist die und die Besonderheit, das können wir natürlich alles nicht, aber wir wollen dem Produkt natürlich trotzdem so ein bisschen Raum geben. Prinzipiell finde ich, ist das Teil so vernünftig amerikanisch umgesetzt. Ne? Also ich finde irgendwie, die Räder machen ein bisschen breiteren Eindruck. Das Nummernschild ist auch so blau-gelb, so ein typisches, weiß ich nicht, amerikanisches Nummernschild, ja, auch mit. Absolut, also, ja. Ne, Scooby Inc., glaube ich, steht drauf, ne? Also passt da auch irgendwie mit dazu. Ja, Becherhalter hat das auch und ich finde auch den Rückspiegel finde ich auch passend zum Modell. Ja, ich finde es auch ein cooles Set. Also die Artikel von Scooby-Doo oder die Playmobil-Artikel von Scooby-Doo, die gefallen mir eigentlich alle relativ gut. Also ich finde die schon gut umgesetzt. Das Thema holt mich halt noch nicht ab, aber sonst, wenn ich jetzt so isoliert auf die ganzen Produkte raufgucken würde, würde ich schon sagen, ja, ist cool gemacht. Also gefällt mir sehr gut. Sind sehr, sehr viele Details. Du hast eine aufwendige Lackierung hier an dem Bus. Du hast schöne Farben, du hast dieses coole amerikanische Nummernschild, das du gerade angesprochen hast. Die Figuren sind dabei. Hier fehlen Scooby-Doo, also der Hund, und Shaggy. Ja. Aber die gibt es ja in weiteren Sets, die wir gleich vorstellen werden, auch nochmal. Aber sonst, finde ich, kann man damit, wenn man jetzt Fan ist, auf jeden Fall schon
ein bisschen was machen. Ja. Und ist ein cooles Sammlerstück. Was wir gerade noch total vergessen haben, wir haben ja jetzt die 3 Charaktere, die jetzt da mit dabei sind bei der Mystery Machine, durchaus einmal charakteristisch eingeordnet. Aber bei Shaggy haben wir es noch nicht gemacht, ne? Also abgesehen davon, dass der gerne Hundekuchen isst und sich dafür nicht so schade ist. Aber ansonsten hätte ich gesagt, dünner Junge, Kinnbart, immer ein bisschen verpeilt, ist ein Kiffer. Ja, wollte ich auch sagen. Passt so ein bisschen in diese 69er-Zeit. Da passt das ganz gut rein. Das passt auch zu dem Blumenmuster. Der wirkt immer so ein bisschen verplant, ne? Also schon, als ob der so ein bisschen sehr nah an den Wolken. Ja. Bisschen, genau, an den lila Wolken. Genau. Aber das werden die niemals so in eine Kinderserie reingemacht haben und wir sind einfach bloß moralisch verdorben, dass wir das damit assoziieren. Das wollen wir auch dazu sagen. Und um uns da jetzt nicht weiter in Teufels Küche zu bringen, gehen wir einfach mal in den nächsten Artikel, den wir einfach nur jetzt geordnet haben nach Größe, würde ich sagen, ne? Ja. Oder Relevanz. Relevanz kannst du auch nicht sagen, einfach bloß nach Größe. Ja, genau, einfach nach Größe. Ich finde Relevanz, ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, die Frage haben wir uns vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen gestellt, Philipp. Wir wissen gar nicht genau, wo diese Geistervilla auftritt. Ich meine, es sind ja relativ viele Folgen und somit hast du eine komplexe Ansammlung an Folgen und an Inhalten der Serie, dass du dann gar nicht weißt, wenn du jetzt nicht gerade Kenner bist, wo die Sachen so reingehören. Und ich habe komplett keine Ahnung, wo dieses Geisterschloss, wo diese Geistervilla auftaucht, also aus dem Film ist die nicht, aber ich habe gesehen, dass sie in der Serie vorkommt, bloß weiß jetzt, weil ich da mit der Serie nicht mehr zu tun habe, nicht mehr so ganz genau, welche Folge das war, aber es gibt sie auf jeden Fall und ja, bis auf die Farben des Produktes aus der Produktnummer 70361 finde ich eigentlich alles cool. Also mir gefällt dieses Geisterhaus sehr, sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, Philipp, dass du das bis auf die Farben vielleicht auch magst. Das ist natürlich total speziell, das Teil. Ich meine, auch bitte hör mal an, du willst das jetzt für dich irgendwie umlackieren. Und das machst du ja auch immer. Denke ich auch ein bisschen schwierig, weil, also du würdest das umlackieren müssen, weil dir die Farbe nicht passt. Es ist ja lila, komplett lila. Von oben bis unten ist alles lila. Beziehungsweise sind so ein paar Anbauten und so Holzelemente, Streben sind in so einem, ich sag mal, fluoreszierenden Grün. Irgendeiner macht das Licht aus und wenn du weißt, wie fluoreszierendes Grün aussieht, genau diese Farbe, finde ich, ist das. Wenig schön. Boah, im Sinne des Betrachters, ne? Aber das Haus ist natürlich vollkommen so abgegruselt, ne? Alle Fensterläden sind so ein bisschen schief, ich glaube teilweise vernagelt. So ein bisschen unvollständig. Ich glaube, es ist relativ schwierig, denen durch neue Farbe einen anderen Charakter auch zu geben. Ja, habe ich gemacht. Ich habe das Haus komplett umlackiert. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, Du kennst das Ding? Ja, ich habe, glaube ich, okay. vor zwei Wochen habe ich es, glaube ich, sogar in dem Western-Account hochgeladen. Also habe ich in so einem Beige gemacht, beige-braun. Und ich habe also kurz davor habe ich auch diese Spirit-Häuser umlackiert. Ja. Habe ich irgendwann im letzten Jahr gemacht, also schon ein bisschen länger her, dass ich da die Sachen einmal farblich neu gestaltet habe. Und ist echt eine Heidenarbeit. Also die Spirit-Häuser waren schon aufwendig, aber dieses Scooby-Doo-Haus war irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Also sehr, sehr aufwendig, das auseinanderzubauen und wieder zusammenzustecken. Also das schon, ja, nicht so einfach. Ich bin mit dem Haus das erste Mal in Berührung gekommen, als ich es gesehen habe in so einem Video. Also von Familie Hauser hat man da so eine, weiß ich nicht, so eine Mini-Geschichte da gemacht. Und dann hatten sie da als Kulisse dieses Haus, ne? Und deswegen kenne ich so ein bisschen, was da im Innenbereich abgeht. Also du hast ja da auch so eine Treppe, wo du, glaube ich, mit dem Schalter die Treppenstufen glatt machen kannst, dass dann alles nach unten rutscht, ne? Also so ein typisches Geisterhaus-Dingens. Du hast auf jeden Fall im Boden, glaube ich, kannst du die Parkett oder die Holzdielen hochmachen, hast ein Geheimversteck, habe ich gesehen. Genau. Unter der Treppe ist irgendwie so eine Kerze, Spiegelgedöns und wenn du da was dann machst, dann ist das wie so eine geheime Tür und die dreht sich Genau. und du bist dann weg.
Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob das mit dem Kamin, ob da auch noch was ist. Ja, du hast auf jeden Fall oben noch eine Falltür. Die ist im Obergeschoss und beim Kamin weiß ich jetzt gar nicht. Da sind auf jeden Fall die Fußspuren auf dem Boden, die darauf hindeuten, dass da, glaube ich, Geister unterwegs waren. Ja, okay. Aber ansonsten würden mir jetzt mehr Details auch gar nicht einfallen. Also ich glaube, da hast du schon alle genannt. Na, siehst du. Und auf dem Produktfoto hast du ja noch an der Seite irgendwie so eine Schatztruhe an diesem Turm oder an diesem Erker da. Ist da noch so ein Geheimgang auch, oder? Da muss ich kurz überlegen. Ja, genau, da kommst du noch raus. Aber ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Also du kommst auf jeden Fall da raus aus diesem Haus, hast hinten auch eine offene Wand zum Spielen und ich glaube, hinter dieser Efeu-Verkleidung, die ich gar nicht mehr habe, also ich habe diesen ganzen Efeu-Krimskrams da weggemacht und ich glaube, da kannst du sogar noch durch diesen Geheimgang nach draußen irgendwie gehen. So, dann letzte Frage. Ja. Als du es dir gekauft hast, waren die Figuren mit dabei? Ja, da war so eine Riesensammlung dabei. Es waren nicht die Originalfiguren, also zumindest nicht alle. Mhm. Also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Daphne nicht. Daphne mit den roten Haaren, die habe ich, glaube ich, nicht. Aber sonst habe ich Fred und dieses Gespenst, diesen Vampir, den habe ich auf jeden Fall da. Und dann hatte ich aber noch so ein paar Kleinteile mit dabei, die gar nicht zum Set selbst gehörten. Und witzig, muss man ja auch immer sagen, wenn man so einen Artikel sucht und wenn man jetzt so sagt, okay, die Geistervilla von Scooby-Doo, die hätte ich schon ganz gerne, dann bezahlt man dafür, ich glaube, wenn man es neu kauft, 120 € auf der Homepage von Playmobil. Da kriegt man die Villa schon auf jeden Fall ein bisschen günstiger, wenn man den Artikel einfach bei Google sucht oder so wie ich das gemacht habe, eBay Kleinanzeigen. Da kriegt man, glaube ich, für 30 oder 35 € schon dieses Haus und da kann man echt ein bisschen Geld sparen. Ja. Mit den Neukaufen ist das eh so eine Sache, ne? Gibt den Sachen ein zweites Leben. Ja. Also gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die Mystery Machine, haben wir drüber gesprochen. Wir haben jetzt auch einmal das Haus oder die Villa betrachtet. Wir haben noch ein paar Artikel mitgebracht. Gibt ja die eine oder andere Erweiterung noch. Genau, wir haben hier zum Beispiel mitgebracht die Produktnummer 70362 für das Gruselgeschehen, für den besten Ort, an dem man sich gruseln kann. Ja, kenne ich zumindest von früher noch. Der Friedhof, der allen Angst macht, den haben wir hier von Scooby-Doo auch dabei. Haben hier auch 3 Figuren oder 2 Figuren und Scooby-Doo selbst dieses Mal dabei. Na, eigentlich sogar 5 Figuren, ne? Ne, 4 Figuren sogar. Also, Ah ja gut, klar. dieses Skelett, ja. Ja, du hast noch so ein Skelett dabei. Musst ja rein formal auch als Figur nehmen. Wie viele hast du davon? Bestimmt mehrere, ne? Ich habe, glaube ich, nur ein einziges Skelett. Okay. Naja, hätte ich gedacht, dass du es noch irgendwie so ein paar tote Indianer im Westerbereich hast. Und natürlich auch so ein Geister mit bei, ne? Ansonsten hast du so einen kleinen Grabhügel. Hm? Durch irgendeinen so einen Mechanismus kannst du das eine Grab auch öffnen und das Skelett springt raus. Du Ja. hast ein paar Grabsteine, eine Grabkerze, so eine Krypta oder so ein Ja. Krypta oder Mausoleum. Wie sagt man dazu richtig? Ja, ist eine gute Frage. Da bin ich auch nicht so tief drin im Totengräbergeschäft. Ja, Ja, weiß ich gar nicht. Ist es ein Mausoleum? Mausoleum ist, glaube ich, gut, ja. Ja, Okay. genau. Ein Baumgerippe mit ein paar Fledermäusen, die dran hängen, sehe ich auch noch. Ja, auch ein toter Baum, der hat sich der Umgebung so ein bisschen angepasst. Ja, der muss ein bisschen trist sein. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, dann haben wir noch einen Sarg, der dann da im Mausoleum damit drin ist. Glaube ich, gehört auch noch mit dazu. Ja. Und dann hätte ich jetzt gesagt, ist beim Set nicht mehr so viel zu sagen, außer wir gehen nochmal auf die paar Besonderheiten ein, die quasi die Protagonisten jetzt da individuell mit ins Set mit reinbringen. Ne? Also Ja, dann mal los, die ja. Sachen ändern sich ja immer. Mhm. Und ja, ich sehe sofort, dass Scooby-Doo durchaus Stil beweist und im Gegensatz zur Geistervilla nicht den Sherlock Holmes Hut und Lupe dabei hat, sondern diesmal eine Schaufel und einen Zylinder. Ganz klar, braucht man. Absolut, ja. Ist ein bisschen modisch, ja, schon dabei, ne? Also schon sehr, sehr stilsicher, muss man sagen. Weiß gar nicht, was das für eine Parodie sein soll. Ich weiß es auch nicht, aber er kann es tragen.
Ja, Ja, ihm steht's halt, ja. ja. Muss man echt mal anerkennen, neidlos. Ja, aber auch wenn es ihm nicht stehen würde, würde man in der heutigen Zeit trotzdem sagen, wenn er damit sich wohlfühlt, ist es in Ordnung. Ja. Ja, und die anderen beiden, Ja, Fred trägt hier so ein Netz. der ist stilsicher. Ja. Also der trägt Ja, immer ja. dasselbe auch, ne? Da ist jetzt, der hat die Haare schön und der hat auch weiterhin sein rotes Tuch. Da ist man den Traditionen treu, aber ansonsten hat er ein Netz dabei. Ja, Das stimmt, ja. Um den Geist zu fangen, glaube ich, der in dem Set vorhanden ist. Geisterjäger Fred geht hier voran und dahinter natürlich Daphne. Die ist mit Taschenlampe bewaffnet und sichert aus dem Hintergrund ab. genau. Und hat natürlich auch eine Handtasche dabei. Ja. Genau, ja. Wenn du auf diesem Set einen Trickfilm hättest oder den Trickfilm nacherzählen würdest, gäbe es auf jeden Fall eine Szene, wo Scooby-Doo irgendwann von Fred selber mit dem Netz gefangen wird. Einfach bloß wegen dem Ja, das Lacher, ist ne? garantiert, ja. Und wehe, das ist von den Regisseuren nicht mit reingeschrieben. Ja, dann ist ein bisschen was schiefgelaufen einfach, muss man ganz klar sagen. Ja, so. Nächstes Set mit der Produktnummer 70366. Abenteuer im Hexenkessel. Habe ich schon gehabt. Hexenkessel war eine Abriss-Skihütte in Südtirol. Gab es mal Skifreizeit, war schön, hat Spaß gemacht, aber ist ja nicht das eigentliche Thema. Kommen wir zum Set selber. Ja. Ist eine Hexe mit bei. Ist eine Hexe mit bei und den Hut der Hexe trägt Scooby und Scooby-Doo sitzt zusammen mit Velma in dem Kochtopf. Also ich glaube, die Hexe, die versucht, die beiden, ja, vorzubereiten, um die zu verspeisen. Ja, oder ist die besondere Zutat für einen Zaubertrank, ne? Aber es wird sicherlich ein leckerer Eintopf sein. Das Das kann sein, glaube ja. ich schon. Aus dem Hexenkessel, den finde ich ziemlich cool. Habe ich so vorher gar nicht gesehen. Ja, der war zufällig in dem Set mit bei, das ich mir da gekauft habe, also in dem Haus. Da hatte ich Glück, den habe ich zu Hause rumzuliegen. Ist auch so eine glibberige rote Flüssigkeit drin, sieht auch sehr, sehr echt aus. Also haben die gut umgesetzt. Und unten Ja. leuchtet dieses Feuer mit so einer LED-Beleuchtung, ne? Ist das Feuer das auch von Spirit da? Ja, ne? Genau, das sind alles die gleichen, ja. Das sind alles die gleichen Feuereinheiten, die es da gibt. Mit dieser Bank dann auch daneben, Ja. wo man sich auch ein bisschen ans Lagerfeuer setzen kann, um sich so ein paar Geschichten zu erzählen oder ja, den ersten Kuss zu erleben. Da holt es auch schon wieder total tief aus. Ja, ja, oder sich mit dem Jägermeister die Kante zu geben und danach ins Zweimannzelt zu brechen. Hupsi. Ja. Unerwartetes Ende. Unerwartetes Ende. Ja gut, eigentlich war es erwartet. Er war ja erst 14. Ne? So. Ja, die ersten Erfahrungen mit Alkohol. Okay, gut. Alles schon mal erlebt und gesehen. Ja, gut. Das Set selber, ich glaube, wir haben alles benannt. Ne? Es gibt noch ein paar andere Zutaten Ja. für diesen Hexenkessel. Also ich sehe da eine Spinne rum. Ich meine, da ist auch so ein blauer Frosch. Sieht aus wie ein Frosch, ne? Ich habe Ja. mich auch gerade gefragt, was genau das ist, aber ich glaube ein Frosch. Ein Ja, genau. bisschen überdimensional groß. Das macht nichts. Es ist halt, blaue Kröten sind halt so groß. Ja. Die Köchin Mhm. mit lila-blau, also lila Gewand, blaue Haare oder graue Haare, weiß man nicht so genau. Ich glaube ne? so, ja, ich glaube grau, ne? Ja, ist ein bisschen, Die Hexe in ja, grau. ist in grau. Die schwingt natürlich den großen Kochlöffel Ja. und ja, die Zutaten sind nicht ganz amused und wollen gerade aus dem Topf rausgehen, ne? Ja, Ist ganz süß, glaube ich, oder? Kann man in der Summe sagen. Ich weiß gar nicht, wie der Preis des Sets ist, aber der wird nicht allzu hoch sein und ich finde, ja, für so eine Ergänzung ist das schon ganz witzig, gerade mit diesem ganzen Gespenster-Hintergrund finde ich das schon ganz süß. ich finde den Topf gut. Dicke Soljanka. Ja. So, weiter geht's. So, dann haben wir mit der Produktnummer 70364 ein Element aus meiner Lieblingswelt, über die wir irgendwann natürlich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Und zwar geht es dabei um die Westernwelt. Hier gibt es nämlich die Postkutsche, Philipp. Ich habe nicht erwartet, dass mir die Postkutsche bei Scooby-Doo über den Weg läuft, ehrlich gesagt. Ich kannte die tatsächlich, also ich bin mit dem Set so ein bisschen vertraut und war damals auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe schon gehört im Vorfeld, dass dieses Western-Set angekündigt wird. Und ja, ich fand die Postkutsche halt ein bisschen langweilig, obwohl die ja schon
an die Serie gehalten ist. Also die Farben entsprechen da wirklich der Serie. Kann man auch googeln, gibt es so in dem Design wirklich. In einem Trickfilm gab es das mal, oder was? Genau, im Trickfilm, genau. Okay. Ja. Also dann war quasi das in der realen Welt so ein Westerndorf oder was? Ja, genau, die hatten da so eine kleine Westernstadt. Ich kenne die Mission nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir damals, mein Bruder und ich, auch so ein paar Folgen gesehen haben. Mein Bruder hat ganz, ganz viele davon gesehen. Ich gar nicht so. Und ich weiß nur noch, dass die damals auch im Wilden Westen waren. Und dann wird es vielleicht auch direkt aus dieser Geschichte sein. Ja, den Geister-Cowboy haben wir auch dabei. Mit den grünen Waffen, ne? Ja, der verfolgt hier die Postkutsche. Die Postkutsche dient als ja, Fluchtobjekt, muss man sagen. Hier sind Shaggy und Scooby-Doo auf dieser Postkutsche eben versammelt und beide blicken sich um, haben Angst vor dem Verfolger und flüchten hier in der Kutsche, die ja ganz, ganz cool ist. Ist halt dieses Kutschenobjekt, was man schon aus der Zeit der 90er kennt. Da hat man jetzt von der Form her gar nichts verändert. Ein paar neue Farben sind da, aber jetzt nichts Spezielles, Neues. Aber ja, schon ein witziges Set. Ja. Und ein Ritt kostet $5. Ja, das steht mit dabei, genau. Ja, Ja. na gut, für $5 einmal Postkutsche fahren ist okay. Das ist ein guter Preis. Ja, Shaggy ist der Henker am Lenker, der steuert das Ganze. Mhm. Und ich würde sagen, Scooby-Doo kümmert sich um die Versorgung der beiden, denn er hat Auf eine jeden Fall. Würstchenkette im Maul. Die ist dabei und das ist ja wirklich typisch. Ich weiß auch gar nicht, ob Shaggy sich umdreht, weil er Angst hat vor dem Verfolger, was ich gerade angenommen habe, oder weil er Angst hat, dass er nichts mehr von dieser Würstchenkette abbekommt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, kann sein, ja, klar. Ja. Naja, gut. Aber ja, Scooby-Doo kann natürlich nicht nur Western, sondern die können auch natürlich Pharaonen. Ja, Scooby-Doo kann auch Ägypten, deswegen gibt es da auch nochmal das passende Set mit dazu. Da gibt es so einen kleinen, ja, ich würde mal sagen, Ägypter-Tempel, der wirklich klein ist in dem Produktset mit der Produktnummer 70365. Ja, auch eine ganz süße Ergänzung, wieder mit Geistern, die hier als Pharaone verkleidet sind oder Pharaos verkleidet sind. Und ja, Scooby-Doo, der hier, glaube ich, gefangen genommen wurde. Ich weiß nicht, was genau da passiert. Da ist auf jeden Fall so ein Hohepriester dabei, ne? Ja, Die haben so wirklich, ich sag mal, ich sehe hier so eine Mumie mit grünem Gesicht, grünen Hände, so ein Pharaonen-Kopfschmuck, sage ich mal, wie die Sphinx, glaube ich. Und ja, Kleopatra ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. ja, sieht nicht mehr ganz so frisch aus, muss man echt sagen. Genau, trägt aber immer noch Haarreif mit, ich glaube, so einem kleinen Golddingen oben dran. Also ihr geht's schon nicht schlecht, ne? Geht schon nicht schlecht. Ja, ja. Ist okay. Ja. Ja, fand ich irgendwie auch alles ein bisschen komisch. Aber wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, ne? Die sind im Urlaub, die sind irgendwie Ja. in so einem Ägypten-Dingens. Und auf einmal will da irgendjemand den geheimen Schatz ausgraben und muss darauf achten, dass da nicht so viele Touristen rumspringen und überlegt sich dann, wie kriege ich die weg. Ich verkleide mich mal als Geist und scheuche die alle weg, dass ich hier in Ruhe Grabräuber sein kann und Scooby-Doo klettert auf. So, das ist das Set. Ja. Oder? Hast du was zu ergänzen? Nee, ne? Ich finde hier bei all diesen Sets die Idee ganz süß, aber ich muss da am Ende sagen, da ist mal ein bisschen viel zu wenig dabei. Also da fehlen irgendwie ein paar Details. Also man kann die alle nebeneinander stellen, aber hat dann nicht so richtig den Kontext. Das ist so eine Sache, die mich stört. Aber wir gucken mal, was es in den weiteren Sets gibt, die wir so mitgebracht haben. Naja, dann würde ich sagen, Pharaonenmütze ab und Taucherglocke auf. Ja, dann geht es nämlich weiter mit dem Unterwasserset und der Produktnummer 70708. Und zwar haben wir hier, ja, ich glaube, das sind einmal Shaggy und einmal Fred mit kompletter Tauchausrüstung. Und natürlich darf hier Scooby-Doo nicht fehlen. Der hat so ein Unterwasser, was ist das für ein Fortbewegungsgerät, Philipp? So wie ich das sehe, ist es ein Surfbrett. Ja, aber Unterwasser ist schon komisch, ne? Ja, so ein Surfbrett mit Auftrieb unter Wasser. Alle tragen Helme Ja. und haben Atmungsgeräte dabei. Hm, Aber Scooby-Doo braucht das nicht. braucht er nicht. Nee, nee. Ja, findest du das Set rund? Nee, ne?
gar nicht. Nee. Okay. Bei dem Set mag ich wirklich komplett nichts. Also diese Taucherkleidung ist komisch, Ja. die Farben sind merkwürdig und ja, das gefällt mir jetzt nicht so doll. Ja, gut, dann sagen wir nochmal ganz gut. Gibt eine Krabbe, gibt einen blauen Aal. Es ist grün, es ist orange. Wir gehen weiter. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Mystery Figures. Es gab mal Figuren im Päckchen für 2 Euro oder so. Und lass dich überraschen, was du drin hast. Das gab's wohl mal. Mhm. Ja, Ja, nicht schlecht, ja, wusste ich gar nicht. wusste Also ich hatte auch ich nicht nicht. auf dem Schirm. Wusste ich auch nicht. Aber sind gute Sachen dabei? Was sagst du? Ja, sind cool, sind alle 4 Figuren, also alle 4 Menschen der Gruppe. Scooby-Doo ist hier nicht dabei, aber den gibt es ja in fast jedem Set, sodass der eigentlich am Ende, wenn man sich so ein bisschen für Scooby-Doo interessiert und für diese Produkte, dann ja nicht schlimm ist, weil man den dann eigentlich sowieso schon hat. Und wir haben natürlich, damit so ein bisschen spukt, damit so ein bisschen gruselig ist, auch einen Geist mit dabei, also 5 verschiedene Figuren im Angebot. Und ja, Ja. eigentlich für jeden das richtige Figürchen mit im Set. Ich weiß gar nicht, ob es da eventuell sogar noch mehr gab als diese 5. Da bin ich komplett raus. Hier steht die zweite Serie, ne? Also es wird Naja, bestimmt noch ich eine glaube, gab erste noch mal eine geben. andere, ne? Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, immer wenn du dir jetzt ein Set von Scooby-Doo besorgt hast, ja, hast du ja immer irgendwie einen der Hauptprotagonisten dabei. Also immer irgendwie ein Shaggy, immer irgendwie ein Fred, immer irgendwie eine Velma und dann nochmal so diese Sammlung und dann hast du meinetwegen hier auf dem Bild, was wir jetzt rausgesucht hatten, ist ja dann irgendwie Fred mit Samurai-Mütze und Schwert. Das ist mir so ein bisschen wenig abwechslungsreich. Irgendwie denke ich so, du hast die doch dann eh schon doppelt und dreifach. Ja, das Warum, verstehe ich auch warum brauchst du die denn halt dann nochmal in anders? Weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich so, muss nicht sein. Ja, Ja, ich finde auch, wenn du so Figuren hast, also wenn du 4 verschiedene Figuren hast, dann mach doch irgendwie ein Figurenset irgendwie extra oder überleg dir, dass du jede Figur nicht irgendwie in jedem Set vorhanden hast. Also pack dann irgendwie in das Haus 2 Figuren, die du dann in kein anderes Set mehr machst. Oder weiß ich nicht, irgendwie, das ist mir ein bisschen zu wild hier. ja, weiß ich nicht. Also, naja, egal. So, jetzt wollen wir mal wieder, jetzt hast du das alles gekauft und du hast total viele Spielideen, jetzt brauchst du was Neues. Lange kein Set mehr, wo wir wieder den Scooby-Doo mit dabei hatten. Wie heißt nochmal unser kleiner Kiffer? Shaggy, Shaggy ist mit dabei. Sie jagen einen Geist. das Set finde ich als Ergänzung ganz süß. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut, weil hier die beiden Figuren dabei sind und weil der Geist so als Körper ganz cool ist. Der erinnert mich so ein bisschen an diesen Rittergeist, den es damals gab, auch in den 90ern. Ja, den haben Der sie, sah ein bisschen ja. anders aus Ist, und der okay. leuchtete im Dunkeln. Genau. Ich glaube, den Das haben finde sie ich ganz. auch nachkompostet, habe ich mir gedacht. Den haben sie doch nicht extra gemacht, oder? Das ist ein anderer. Also die Echt? Figur ist hier wirklich so, dass die noch nie von Playmobil verfügbar war. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, auf dem Produktbild fiel mir erstmal richtig auf, dass die dem Scooby-Doo ja in die Pfoten auf jeden Fall, ja, also dass sie die Vorderpfoten so gestaltet haben, dass sie die normalen Sachen reinpacken können, ne? Also wie eine Taschenlampe oder oder alles Mögliche, was irgendwie in diesem Radius damit mit einzuklinken ist. Ja, Fand ich von der Sache her vernünftig umgesetzt. ja, finde ich auch süß. Ist ein bisschen funktional. Ja, Und ja, das mit der Taschenlampe ist auch ein süßes Bild. Also finde ich cool. ja. Gut. Ah, und ganz kurz, Philipp, ich sehe gerade hier bei dem Produkt, das wir hier vorstellen, Produkt Nummer 70287, hier gibt es eine Kekstüte mit dazu. Und zwar sind das die Scooby-Snacks, also diese Scooby-Cookies, die Scooby-Kekse, die sind hier sogar mit in dem Set dabei. Ich Das ist habe das ganz gar nicht so witzig. gesehen. Ich dachte jetzt hier, das ist so eine Safttüte oder sowas. Nee, ich habe das gerade erst gelesen, habe da Ja. gerade kurz mal raufgeguckt. Fand ich auch ganz süß eigentlich. Also darauf ein Scooby-Snack. Jetzt haben sie den Geist schön gefangen und sie wissen, wer es ist. Es wird also Zeit fürs Dinner for One. Mhm. Abendessen mit Shaggy. 70367. Absolut pompös, muss man sagen. Also die lassen sich hier richtig gut gehen. Mit der Pizza und mit so einem Stück Fleisch, ne? Ja, ich würde sagen, ist die vom Set her ein Ergänzungsset für eine Geistervilla, oder?
Ja, Ja, Shaggy ist hier am Mampfen mit einer Bratwurst und einem Gläschen Wein. Die Pizza steht da drauf. ja, Wir haben so einen Kronleuchter und so ein bisschen feudale Möbelstücke mit so einem runden ovalen Tisch, ja. allem drum und dran. Scooby-Doo kommt frisch aus der Küche, hat mal wieder einen neuen Hut auf, eine Kochmütze, die wir so Ja. auch in den vergangenen Folgen nicht so gesehen haben, oder? Hatten wir die Kochmütze irgendwie bei Essen und Kochen auf Rädern dabei? Nee, ne? Nee, die hat man noch nicht, nee. Nee, aber die Mütze ist doch cool. Ich finde die cool. Die ist richtig cool, ja, ja. Ja. Die ist cool. Finde ich auch süß, dass sie auf den Hundekopf passt, auf diesen Doggenkopf. Wie das befestigt ist, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, da gibt es so eine, was weiß ich, Adapter. Adapter. Ja, da ist ein, genau, da ist ein da ist ein 15 Minuten lang gekauter Kaugummistückchen innen drin und dann geht das, ne? Genau. Er hat auch einen Stubenwagen dabei. Ja, der ist aber, ich finde den richtig hässlich. Also den gibt es ja in der Nostalgie-Serie. Da gibt's den in ganz, ganz coolen Farben. Die Form ist ja natürlich die gleiche, aber ich finde den Küchenwagen hier komplett hässlich. Der ist in Gold und ja, gibt mir irgendwie gar nichts. Ja, du bist Wie auch nicht findest du den? ja, du bist auch nicht die richtige Generation. Ja, also ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass der aus der Nostalgie-Serie kam. Finde ich schon interessant. Ich Ja. wollte jetzt aber eher darauf hinaus, Kennst du noch den Stubenwagen? Hatten deine Großeltern sowas? Nee, es gab mal so ein Wägelchen, so wie ein Globus. Und da war der Alkohol drin. Das kenne Ah, ich noch von okay. meinen Großeltern. Ja. Das gute Flüssige Ja. war da enthalten, ja. Ja. Liegt es daran, dass du keinen Globus hast, dass du keinen Alkohol trinkst? Nee, ne? Das kann sein, ja. Also Ja. war aber nie so mein Thema. Alkohol Okay. war einfach nie so meins. Wie ist bei euch? Habt ihr so ein Wägelchen oder irgendwie so ein Geheimversteck wie in dem Geisterhaus? Nee. Nee, 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 Noch nee. nicht. Nee, nee. Also wir haben auf jeden Fall kein Wägelchen. Also irgendwas mit Rollen habe ich auf jeden Fall. Das weißt du selber. Ja. Das Thema Lagerkapazitäten, ne? Ähm, ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Man stellt halt nach oben, ne? Man hat Kinder, also bringt man Ja. es außerhalb Ja. von Sicherheit. Also man stellt es so weg, dass da ja keiner reinkommt. Ja. Aber so richtig edel, obwohl ich jemanden kenne, der einen Wagen hat. Und der ist sogar in Ah, ich unserem dachte, du Alter. sagst. Ja, ja, pass auf. Arbeitet bei der Lufthansa. Oh, Ja. mhm. Und Da ist das ja gang und gäbe. da ist gang und gäbe und der ist so Vielflieger und er feiert das. Und aufgrund dessen haben die tatsächlich so einen Servierwagen. Also Ah, das ist cool. richtig original mit abgerockt und ein paar Meilen in der Luft gemacht. Und da haben die dann Mhm. den guten edlen Tropfen drin. Ne? Ah, okay. Ja, ja. Und das ist ja schon wieder okay, wenn du sowas hast. Ja, Das finde ich, das ist schon in Ordnung. ich habe so einen Küchenwagen von Ikea, der ist beige. Und da sind die ganzen Backzutaten drin, die ich so brauche. Also da habe ich das alles verstaut, aber Alkohol ist da Backst du? nicht drin. Backst du gerne? Ich liebe Backen, also schon immer. Ich habe wirklich als Kind schon mitgebacken und finde das richtig cool. Also Backen ist echt so eine Leidenschaft von mir. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Gut. Können wir beim nächsten Mal einen Kuchen backen, wenn ich vorbeikomme. Ja, denn aber lieber bei euch, weil ich hasse es danach, die Küche aufzuräumen. Und meistens muss ich es nur noch machen. Und, aber gut, nein, wenn es lecker ist, dann. Äh, wir backen auch, weiß ich nicht, so viel backen tun wir nicht, aber wir machen natürlich mal Muffins oder mal ein bisschen Mhm. Kuchen und so. Ja, und dann meistens nur die Hälfte vom Zucker, dass es auch schmeckt. Und sobald Ja, wir nach Originalrezept kochen, haben sich unsere Geschmacksrezeptoren schon daran gewöhnt und sagen, das ist zu süß hier. ja, Alles, ja, naja, genau. Und kriegt man ja auf den Kindergeburtstagen, hat man ja immer noch mal so eine Dosis, ne? Da wird gerne konventionell gebacken. Mit viel Zucker. ja, Ja, und damit es auch mit viel schmeckt, Zucker. noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja, ja. So, ja. Next one. 70710. Clown mit Mhm. Faustfeuerwaffe. Ja, erinnert mich ein bisschen an S. Der bösartige Clown von Stephen King ist hier am Werk. Der jagt nämlich Scooby-Doo und schießt bestimmt, wenn das eine gut durchdachte Geschichte ist, die Luftballons kaputt. Ja, Denn die sind auf dem Rücken von Scooby-Doo befestigt. Damit flieht er und hat natürlich, wie soll es auch anders sein, was zu essen in der Hand und in diesem Fall einen
Muffin. In Muffin. Ich glaube mit blauen Toppen. Ein Donut. Warte. Donut ist richtig. Ein Donut. Ja, genau. Ja. Er hat doch so eine Schildmütze auf, oder? So nach oben geklappt. Ist das ein Basecap nach oben geklappt? Ja, hatten wir in der letzten Folge auch, ne? Ja, genau, ja. Stimmt, Genau, kommt alles wieder. Genau, ja. Also ich glaube schon, dass die Geschichte genau so ist, wie du es gerade gesagt hast. Könnte aber auch sein, dass der einfach nur konzentriert guckt, weil Scooby-Doo ist in einer Notlage. Ja. Die Heliumsballons, die er verkaufen wollte an kleine Kinder, sind dann doch zu groß gewesen. Er schwebt jetzt gerade nach oben und der Clown ist, wie in Amerika üblich, auch Waffenträger. Und Ja, der möchte jetzt natürlich versuchen, ihn auch nach unten zu bringen. Ja, genau. Ja, einfach nur Hilfe. Ist eine Hilfestellung. Ist ein muss man auch hilfsbereiter Typ, ganz klar. sagen. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. So. Er kann nicht nur Basecap, er kann auch Baskenmütze. Ja, erinnert ein bisschen an, ja, ich wollte gerade sagen Da Vinci. Nur weil er malt oder was? Ja, deswegen. Ja, ich dachte, das verbinde ich direkt miteinander. Ja. Oder ist es Dali? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also es geht so ein bisschen in die Richtung. Also ist auf jeden Fall hier die künstlerische Abteilung auch mit abgedeckt. Und zwar sind wir hier in dem Set mit der Produktnummer 70709. Und zwar geht es hier ums Malen im Mittelalter. Zumindest sieht es so aus, Philipp. Ja, das Set heißt Abenteuer mit Black Knight. Scooby-Doo ist der Maler, hat wie gesagt so eine komische Baskenmütze auf. In lila vor ihm die Malerstaffelei mit so ein, wie sagt man nochmal zu diesen Farbenmischdingens, was man in der Hand halten kann? Fällt mir gerade nicht ein. So eine Malpalette, glaube ich, Malpalette, ne? Ja. Ja, genau. Es darf natürlich Kennt man von Bob Ross. Bob ist da auch mit bei, genau. Funny Mistakes und so. Genau. Und wir haben aus dem Produktsegment der Ritter haben wir einen Ritter dabei. Ja. Ja. Mit Rüstung. Und Brille. Kompletter. Und Brille. Genau. Ja, und Schwert natürlich auch. Und Schwert. Also stilsicher sind wir hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, was ich von dem Set halten soll. Ich finde es alles ein bisschen wild. Ja. Ich finde auch wild, dass da im Hintergrund Karl Lagerfeld ist. Also zumindest sieht es auf dem Foto so aus, auf diesem Gemälde. Ja, genau. Ich habe mir bloß gesagt, wie kann Shaggy aus dem Modell, was vor ihm steht, Ritter mit Schwert Karl Lagerfeld malen? Ist nicht ganz übertragen, ne? Oder sieht der Künstler mehr von seiner sein, Muse? Ne? Das ist vielleicht der Winkel. Der Winkel. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Wollen wir einfach sagen, kann man so machen? Ja, kann man so machen. Kann man so machen. Mhm. Das trifft auch, glaube ich, für das nächste Set zu. Ja, das finde ich total stimmig. Ich gucke so rauf und denke mir, was ist das? Was haben die da gemacht? Läuft. Ja. Ich weiß genau den Bezug zur realen Geschichte. Aber wir gehen erstmal weiter. Und zwar ist das auf jeden Fall das Set 70707. Abenteuer mit dem Witch Doctor. Genau. So, was siehst du denn da? Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen nach Voodoo aussehen soll. Also zumindest, wir müssen erstmal ganz kurz, wir sehen Scooby-Doo, der sieht so ein bisschen verpeilt aus. Ich glaube, ein anderes Wort fällt hier nicht oder trifft hier nicht zu. Aber die Augen hat er doch immer so. Echt, ja? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Augen hat er immer so. Ja, gut, vielleicht. Ja, aber Scooby-Doo trägt auf jeden Fall so ein Sombrero, also so einen mexikanischen Hut. Und Scooby-Doo trommelt. Der hat so eine Trommel, genau. Und im Setting sind die gerade hier am Strand. Bisschen Meer, bisschen Palme, bisschen Melone ist dabei, so ein paar Muscheln, die so Diamanten mit dabei haben. Scheint Hawaii zu sein. Ja, das liegt nahe. Ist eine Hawaii-Kette auch bei Velma dabei. Ja, genau. Ne? Velma, die ja sonst immer so ein bisschen spießig unterwegs ist, ein bisschen zurückhaltend, die gibt hier richtig Gas, muss man sagen. Ich hätte jetzt mal fast gesagt, hat die überhaupt ein Oberteil an, außer ihre Blümchenkette? Oh, das ist eine gewagte Frage, die wir hier aber natürlich stellen müssen. Die müssen wir hier stellen. Also, aber ich meine, ist natürlich gut, dass sie dass sie sich ein bisschen aus ihrer Haut kommt, ne? Und sich auch mal mehr traut. Ne? Das ist eine Klassenfahrt, glaube ich. Das ist so ein Klassenfahrtelement. Genau, oder sie kommt gerade vom Nude-Shooting mit Heidi und hat gesagt, trau dich mal was, du willst doch nächste Woche auch ein Foto haben. Ne? Das ist wirklich... Das kann sein. Ja, egal. So, auf jeden Fall sind die da
am Rummoven und ja, als Geisterprotagonist ist auf jeden Fall so ein Barfuß-Typ mit so irgendwas an den Beinen. Sicherlich Ja, irgend so eine Glocken oder sowas soll das sein. Oder so eine Knöchelpüschel oder sowas. genau. So ein bisschen hawaiianisch, ne? Keine Ahnung, ja. Und so ein bisschen traditionell gekleidet, ne? Also hat keine Hose an, sondern eher so ein bisschen Gewand, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, Immer wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit keine Hose trage, dann sage ich als Ausrede, no pants, no bin ein bisschen problems. traditionell gekleidet. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, okay. Und er hat noch so einen Stab mit bei, mit so einem Totenkopf oben drauf und eine fette Maske, ne? So eine Ja. Voodoo-Maske, ne? Mhm. Ja, so. Soll ich dir mal erzählen, wie ich das Bild interpretiere? Ja. Also, das ist ganz einfach gewesen. Shaggy und Velma wollten auf ein Festival fahren, ne? In die Mhm. Karibik. Deswegen haben die auch alles dabei, was sie brauchen. Shaggy hat seine Trommel mitgebracht, um da ordentlich die Bässe auch mitzuballern. Und Mhm. wenn mal nicht auf dem Mainfloor die Post abgeht, im Zeltlager ein bisschen zu trommeln und die Stimmung hochzuhalten. Ja. Und der verpeilte Nachbar, der mit dem Totenkopf und dem Stab, ist einfach bloß, das ist der Zeltnachbar. Und der ist gerade ein bisschen genervt, dass die drüben immer noch so viel Gas geben. Und er will schlafen. Ja, das ist eine typische Goa-Location. Da bist du ja eher, wie wir in den, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge war. Also in einer der ersten Folgen hast du dich ja so ein bisschen geoutet und Wir haben hast das mal so, angeschnitten. Aber das ist ja genau. trotzdem, das ist ja frei interpretiert. Ich war ja nicht am Strand. Ne? Ja, ja, ich meine Naja. nur, aber da kennst du dich besser aus. Ich mit Festivals, aber kann natürlich sein, dass das naheliegend ist und dass das wirklich so passiert ist. Ja, genau. Man könnte Ja, das zumindest so spielen, ja? Ja. ja. Ja, jetzt kommen wir zu so einer Sache, die ich auch nicht wusste. Wie viel es davon gibt. Ja, das hat mir damals Olli mal erzählt. Ich war im Oktober des letzten Jahres bei Olli, also bei Oliver Schaffer, auf einer Ausstellung. Und zwar in Neumünster. Da gab es eine richtig coole Führung. Und Philipp, wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Jahr wieder zu Olli zu gehen nach Hamburg und dann da ein bisschen Oder mal. zumindest auf eine Ausstellung von ihm. Ob für ihn jetzt, also du hattest damals ja tatsächlich so kennenlernen richtig mit ihm, ne? Und in live. Und er Genau. war auch vor Ort. Ob das bei uns so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest aus dem Gespräch hattest du einige neue Sachen mitgenommen, ne? Also an Wissen. Ja, gab auf jeden Fall ein paar wichtige Informationen und richtig viele Details, über die wir so gesprochen haben. Und da hat mir Olli auch erzählt, dass es diese Sammelfigur gibt, diese Sammelfigur von Scooby-Doo. Und davon gibt es, glaube ich, insgesamt, boah, ich will nicht lügen, waren es 6 Stück. Ich glaube, so im Dreh. Und da haben wir eine ganze Menge mitgebracht. Und da geht es jetzt los mit der Sammelfigur Scooby-Doo als Pilot mit der Produktnummer 70711. Da hat er so ein Jetpack, heißt das, glaube ich. Ja. So ein Jetpack auf Ja. und hat einen Knochen im Mund und so einen Fliegerhelm. Also Scooby-Doo ist da als Pilot, glaube ich, ziemlich stilsicher auch unterwegs. Ja. Jetpack haben wir letzte Woche in der James Bond-Folge auch ganz kurz besprochen bei den Sachen, die uns als Fortbewegungsmittel noch so einfallen. Also ganz witzig, dass das hier dann thematisch auch wieder zusammenpasst. Aber wir haben ja nicht nur den Piloten, Philipp. Ich muss erstmal noch den Piloten auseinandernehmen. Ich finde den Helm finde ich richtig cool. Den Pilotenhelm. Ich finde, der hat was. Der ist cool. So, Kritikpunkt am Set. Mhm. Guck mal bitte ganz kurz zum Dockenschwanz und sag mir mal, was du als erstes denkst. Das ist ein bisschen warm, ne? Ja, genau. Ist direkt im Leitstrahl von seinem Jetpack. Also, ja, ich glaube, Hunde sollten nicht mit Jetpacks fliegen. Nee, das ist eine schlechte Idee. Finde ich auch ein bisschen schwierig, gerade weil man die Rute des Hundes oder den Schwanz des Hundes nicht richtig positioniert hat. Fand ich es ein bisschen unglücklich. Ja, Und ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, diese Brille, die da oben angedeutet ist, bei dem Helm des Piloten oder Fliegerbrille, da ist die ne? Brille. Genau. Ja, Ja. genau, Fliegerbrille, genau. Die ist gar nicht farblich abgesetzt, ne? Na, ich glaube, das ist mit im Spritzguss da so mit drin, ne? Ja, finde ich ein Ja. bisschen schlecht gemacht. Ich finde den Helm trotzdem cool. So, ja. Aber der kann nicht nur fliegen, sondern der kann auch mit dem Ninja-Schwert oder mit dem Samurai-Schwert Donuts zerkleinern. Mhm. Ähm, ja. Sammelfigur Samurai 70716. Ist mal was anderes.
hätte ich jetzt gesagt. Oder? Ich finde das Kostüm ganz süß, dieses Kostüm des Samurais. Ja, der Helm ist niedlich, der Anzug ist ganz, ganz okay, aber gibt mir jetzt persönlich nicht so richtig viel. Ja, zumal du den ja auch eigentlich schlecht weiter bespielen kannst, ne? Weil ja das stimmt. Fell ist ja dann so ein bisschen geprintet als so Samurai-Rüstung und kannst auch nur als das verwenden. Aber gut, jemand, der die sammelt, nimmt auch den. Absolut. Genau, so. Und beim nächsten Artikel würde ich sagen, hätte er durchaus auch mal die Berliner Mauer abreißen können. Ja, oder Knight Rider spielen können. Oder Knight Rider spielen können, ja, genau. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Rettungsring und Pfeife samt Schwimmweste. Wir sprechen natürlich über die Sammelfigur, sagt man dazu, Rettungsschwimmer? Ja, Rettungsschwimmer, ne? Rettungsschwimmer, ja, genau. Ja. 70713. Ich finde, das ist ein rundes Set. Gefällt mir auch sehr gut, mag die Details. Ja, finde es richtig süß. Also da sehe ich so ein bisschen mehr Anwendung auch als bei dem Samurai-Set. Also finde ich ganz niedlich. Finde das nächste Set, was wir gleich vorstellen, auch ganz süß. Und zwar gibt es da die Sammelfigur, und zwar Scooby-Doo, jetzt in der Rolle des Vampirs. Und ja, er sieht immer auch ein bisschen, er sieht schon wirklich verplant aus, ne? Der hat so viel Scooby-Cookies gegessen. Das stimmt, ja. Du hast ein ganz besonderes Rezept unterwegs gewesen. Ja, genau. Aber natürlich weitaus anders umgesetzt, ne? Ja, im Prinzip komplett in schwarz, angedeutet im Smoking, ne? Ja. So, roten Umhang, wie es sich gehört. Zum Softdrink gibt es Würstchen auf der Hand. Ja. Könnte auch, wenn es gerade wäre, so eine Zigarre sein, so, ne? Ja, das stimmt. Ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Er hat auch den Gesichtsausdruck eines Zigarrenrauchers. Das kann sein, ja. Aber er raucht nicht, sondern er isst eine schöne Würstchen. Schönes Würstchen, ja. Okay, so. Und wenn es doch mal heiß hergeht, was machen wir dann? Ja, wenn wirklich der Notfall besteht, dann kann Scooby-Doo auch als Feuerwehrmann agieren. Und zwar gibt es den als Sammelfigur des Feuerwehrmanns. Und da hat er seinen Feuerwehrhelm auf und die Axt in der Hand, mit der er zur Not noch seinen Weg freikämpfen kann, um dann Personen zu retten. Also ganz, ganz süß gemacht eigentlich. Sonst trägt er nichts, nur den Feuerwehrhelm, sein charakteristisches Hundehalsband und die Axt. Also leicht bekleidet ins Feuer, aber Scooby-Doo, der ist halt ein Macher. Ja, Feuerwehrhelm ist amerikanischer Bauart, ne? Also wir haben nicht so diesen deutschen Feuerwehrhelm, den wir vielleicht alle kennen aus diesen Feuerwehrsets, die wir so kennen. Mensch, die wir so kennen. Also kennt ihr alle, könnt ihr vergessen. Wir haben hier andere. Ja, ist okay. Obwohl wir auch nicht wissen, wie sie den jetzt schon wieder befestigt haben. Ne? Das weiß ich nämlich nicht. Das müssen wir noch mal ergründen. Oder vielleicht kann uns das einer sagen. Kann ja auch sein. Aber was hat denn der da noch in der Hand? Also abgesehen, die Axt, die hast du benannt. Was ist das andere? Das ist so ein Stück Schinken, ne? Schinken. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Schinken, weil Scooby-Doo ist ja dann durchaus gefräßig. Und da passt der Schinken ganz gut. Und ich finde witzig, dass er einfach in jedem Set irgendwas zu essen dabei hat. Also das haben die schon cool gemacht. Jetzt muss ich mich ganz kurz korrigieren, weil bei dem Strandset, ja. Genau, als Bademeister hat er nichts in der Hand. Ja. Und auch als Pilot nicht. Doch, da hat er diesen Knochen. Ein Knochen. Der ist gepresst aus Rinderhaut. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Ja, es ist ganz gut. Ne? Der Hund nagt abends auf den Läufer und du gehst nachts mit Barfuß in die Küche. Ja, kann passieren. Naja, gut, also man kann nicht nur Feuer löschen, man kann auch die Straße absperren. Natürlich auch amerikanisch angehaucht. Ja, da sehe ich Scooby-Doo nicht zu schade, hier auch im Straßenverkehr zu helfen, wenn es da mal brennt, wollte ich gerade sagen, aber das war das Feuerwehrset. Wenn mal der Verkehr geregelt werden muss, dann ist Scooby-Doo da. Und zwar mit Funkgerät und Donut. Genau, mit Donut in der Hand und mit dem Funkgerät, also auch stilsicher mit amerikanischer Polizeimütze und Gürtel ist er im Straßenverkehr unterwegs und kann hier zur Not auch nochmal ein bisschen den Verkehr regulieren. Ja,
Philipp, wenn du dich für eins dieser Sets entscheiden würdest, welches Set wäre dann das Set, was du am ehesten kaufen würdest? Sammelfigur oder alles? Sammelfigur. Sammelfigur. Dann würde ich auf jeden Fall den Rettungsschwimmer nehmen. Ich dachte, du schwankst zwischen Rettungsschwimmer und Pilot. Ich hätte mich am Ende, glaube ich, auch für den Rettungsschwimmer entschieden. Ja. Weiß nicht, da habe ich wirklich ein bisschen Baywatch im Kopf. Naja, da wollen wir mal jetzt nicht so viel spoilern. Da enthalten wir uns jetzt hier an der Stelle. Da haben wir vielleicht noch was vor. Haben wir vielleicht noch was vor, aber wir wollen jetzt auch nicht spoilern. Genau, wir wollen nicht spoilern. Und weil wir gerade sagten, wir haben noch was vor, dann haben wir... Ja, natürlich haben wir jetzt noch was vor. Wir wollen jetzt natürlich noch mal fix hier Kopf oder Zahl machen. Los. Genau, wir spielen noch eine kleine Spielrunde. Und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los nach einem kleinen Einspieler.